Ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder aus der Kategorie, was es nicht alles gibt. Über die Person, um die es im ersten Teil dieses Videos geht, kann man sicherlich so viel sagen, dass sie extrem empfindlich auf Kritik reagiert. Dazu gleich mal ein knackiges Zitat. Ja, das ist jetzt natürlich furchterregend und ich würde sagen, Grund genug, dass wir uns diesen Vogel mal ganz genau anschauen. Es handelt sich um Dr. Coldwell. Einigen von euch wird der Name jetzt vielleicht bekannt oder vertraut vorkommen und das hat dann ganz sicher damit zu tun, dass er durch Michael Wendler eine gewisse Publicity vor einiger Zeit bekommen hat. Michael Wendler ist in Deutschland so eine Art Schlagersänger und eine Person, die im Boulevard durch irgendwelche Aktionen und Aktivitäten Aufmerksamkeit erlangt, wenn einem sowas gefällt oder liegt, von dem man sagen kann, es hat einen gewissen Unterhaltungswert. Dieser Michael Wendler nun hat unter anderem auch Dr. Coldwell mit folgender gewagten Aussage zitiert. Unschwer zu erkennen, dass diese medizinische Prognose haltlos ist und nicht eingetroffen ist. Und einige von euch werden jetzt sagen, ja, da droht jemand mit osteuropäischen Schlägertrupps, Kritikern Unheil an. Da kommt diese Person mit einer absurden medizinischen Prognose um die Ecke, mit der er völlig daneben liegt. Kann es sich da wirklich um einen seriösen Arzt und Wissenschaftler handeln? Gewisse Zweifel scheinen angebracht, aber vielleicht sagt ihr, nun gut, nach dem Einstand schlimmer kann es nun nicht mehr kommen. Aber da muss ich euch gleich warnen und sagen, nein, es kommt noch schlimmer. Lasst euch überraschen. Dr. Coldwell selber hat das Gefühl, dass er eine Methode entwickelt hat, die eine Heilungsmethode ist, mit der man alle Krankheiten heilen kann, aber darüber hinaus so ein All-Inclusive-Paket, mit dem man auch sonst alles mögliche andere, was irgendwie negativ im Leben ist, beseitigen kann. Diese Methode nennt Dr. Coldwell IBMS oder IBMS und wir müssen jetzt nicht auf die Schreibfehler achten, die definiert er wie folgt. Also man sieht, es ist nicht nur eine Heilungsmethode, mit der man sämtliche Krankheiten besiegen kann. Nein, es ist, wie gesagt, ein All-Inclusive-Paket, bei dem sämtliche Sehnsüchte und Wünsche von Menschen, die man irgendwie haben kann, befriedigt werden können. Diese Methode löst sozusagen alles und löst jedes Beschwernis im Leben auf. Das ist das ambitionierte Versprechen, was Herr Coldwell mit seinem Verfahren den Menschen anpreist. Nun kann man sich vielleicht vorstellen, dass ein solcher Stein der Weisen, eine solche ultimative Methode zum Glück, die Formel zum Glück, dass das nicht mühsam durch Forschungsarbeiten an Universitäten mit anderen Wissenschaftlern entwickelt wurde, sondern so einen großen Wurf kann nur eine Person alleine in einem großen Geniestreich erreichen und genau so stellt das Dr. Coldwell dar.
Also man kann, wenn man es nett formuliert sagen kann, diese Methode hat Dr. Caldwell erfunden. Etwas weniger euphorisch würde man sagen, er hat sich das alles selbst ausgedacht. Es versteht sich von selbst, dass so ein großer Wurf nur von einem ganz großen Geist stammen kann. Und Dr. Caldwell ist auch nicht eine Person, die durch eine besondere Bescheidenheit auffällt, sondern der seine multiplen Qualitäten und Fähigkeiten und außerordentlichen Begabungen eher offensiv darstellt. Er tut es unter anderem auf seiner Webpage und ich würde sagen, wir schauen uns mal einige seiner doch recht pointierten Aussagen an. Caldwell behauptet, er habe 66.000 Patienten, davon 35.000 Krebspatienten behandelt. Er habe eine Krebsheilungsrate von 92,3% erzielt, die in mehreren Studien belegt sei. Das sei weltweit einzigartig. 7 Millionen hätten seine Seminare besucht, viele Millionen hätten sich durch seine Bücher selbst von schweren Krankheiten geheilt. Er habe 25 Bestsellerbücher geschrieben, viele davon seien in zahlreiche Sprachen übersetzt worden. Viele Stars habe er exklusiv persönlich beraten. Es handele sich um Schauspieler, Sänger, Sprecher, Politiker, Ärzte und berühmte Professoren. Renommierte Firmen, so soll es wohl heißen, würden ihn als Coach und Berater buchen für Mitarbeiter, Führungsteams, Top-Manager sowie Top-Chefs. Er sei auch ein hervorragender Finanzexperte und deswegen erste Anlaufstelle, wenn es darum gehe, Wohlstand zu erreichen. Selbst sei er mehrfach Millionär gewesen und heute wieder Multimillionär. Caldwell verfüge über eine weltweite Bühnenpräsenz, werde als Keynote-Speaker für Konferenzen und Kongresse in zahlreichen Themen angefragt. Das IBMS-System sei die Grundlage für alle Formen von Erfolg. Caldwell behauptet, dass er in Folge mehrere Weltmeistertitel erreicht habe. Über die Disziplinen erfährt man nichts, aber darüber, dass er als Coach auch andere Topsportler betreut habe und etliche zu Weltmeistertiteln geführt habe. Er verfüge über verschiedene Doktortitel und Zertifikate, unter anderem habe er eine Ehrendoktorwürde für seine Verdienste für die Menschheit und stellt fest, niemand hat auch nur Ähnliches nachzuweisen. Nun ist Caldwell nicht nur ein unglaubliches Genie, sondern darüber hinaus noch ein überaus sympathischer Mensch. So stellt er fest, dass seine weiblichen Fans ihn den letzten wahren Mann und Gentleman nennen würden und sagt weiter, diese Aussage können sicherlich alle Damen bestätigen, die ihn bereits länger kennen. Er sei zudem ein Internetstar mit nicht Millionen, sondern weltweit Milliarden von Views auf YouTube und erhalte weltweit sehr viel positives Feedback von begeisterten Fans und Leuten, die sich mit seinem Wissen selbst hätten helfen können. Es versteht sich von selbst, dass Dr. Caldwell seine unglaublichen Dienste nicht nur für Gottes Lohn anbietet. Er generiert sich zwar als ein Humanist, dem es vor allem oder nur um das Helfen, um das Glück der Menschheit geht, aber nicht ganz unerwartet gibt es ja doch ein Geschäftsmodell dahinter. Und da sind auf der Webpage zum Beispiel einige Angebote aufgeschaltet. Schauen wir uns die mal schnell an. Es gibt 3 Angebote, mit denen man Mitglied in der sogenannten Champion Nation werden kann, eine Art Verein, der von Caldwell angeboten wird. In der Basisversion bekommt man Preisvergünstigungen, wenn man Seminare von Caldwell besucht oder hat Zugang zur sogenannten VIP-Mitgliederseite, was immer das auch ist. Für Rentner und Studenten kostet der Spaß im Jahr 380 €, alle anderen zahlen eine Jahresgebühr in Höhe von 999 €. Das Flaggschiff der Angebote ist aber die Aktion Deluxe.
Hier erwirbt die ganze Familie eine lebenslange Mitgliedschaft. Sie hat dann den zusätzlichen Vorteil, dass sie bevorzugt behandelt wird, was immer auch darunter genau zu verstehen ist. Jedenfalls gibt es diese Deluxe-Mitgliedschaft zum Schnäppchenpreis von 10.000 Euro. Da setzt nun Coldwell in typischer Verkäufermanier aber noch eins obendrauf. Die lebenslange Mitgliedschaft kostet nicht 10.000, nicht 9.000, nicht 8.000, nicht 7.000 Euro, sondern für 6 Wochen gilt folgendes sensationelle Angebot. Die Nedger Incorporation, das ist die Firma, die hinter dem IBMS-System steht, übernimmt die Hälfte der Kosten für die lebenslange Mitgliedschaft. Damit reduziert sich der Preis für diese lebenslange Mitgliedschaft auf sage und schreibe nur noch 5.000 Euro. Kein Wunder, hat wahrscheinlich vor allem das Super-Schnäppchenangebot geradezu eine Lawine von Mitgliederanträgen ausgelöst, zumindest wenn man den Angaben von Coldwell glaubt. So behauptet er, dass in nur 11 Tagen 181.099 Anträge eingegangen seien, deswegen müsse er bei der Bearbeitung der Mitgliedsanträge nun um etwas Geduld bitten. Ich will jetzt hier nicht zu viel Wasser in den Wein kippen, aber da ich für dieses Video Dr. Coldwell und auch diese Webpage schon seit geraumer Zeit beobachte, ist zumindest zu bemerken, dass die 6-wöchige Angebotsfrist für das Deluxe-Programm nun schon sehr, sehr viel länger aufgeschaltet ist. Und auch der Statusbericht nach 11 Tagen mit den 181.099 Anträgen präsentiert sich doch jetzt schon seit sehr langer Zeit in unveränderter Form. Ich vermute mal, für niemanden von euch wird die Feststellung überraschend sein, dass die Webpage von Coldwell kein Ort ist, an dem man auch nur irgendeine einzige seriöse Information erwarten darf. So gibt es denn auch für die behaupteten Erfolge und die Erfolgszahlen, die in scheinbarer Präzision bis auf eine Stelle hinter dem Komma angegeben werden, auch nur im entferntesten irgendeine als halbwegs realistisch zu bezeichnende Grundlage. Von Studien oder gar Wissenschaft wollen wir hier erst gar nicht anfangen zu reden. Es sei auch schon so viel verraten, dass Dr. Coldwell eigentlich Bernd Klein heißt und niemals Medizin studiert hat und dementsprechend auch über keinen echten medizinischen Doktortitel verfügt. Man kann vermuten, dass Bernd Klein mit seinem Namen nicht ganz so zufrieden war und ihn vielleicht für seine ambitionierten Pläne als eher ungeeignet empfand. Bernd Klein klingt vielleicht nicht so genial, spektakulär, interessant und wahrscheinlich hat er sich aus diesem Grund diesen, wie soll man sagen, Künstlernamen Dr. Coldwell zugelegt. Diese wenigen Bemerkungen machen vielleicht schon deutlich, dass es jetzt wirklich an der Zeit ist, dass wir uns mit einigen objektiven Fakten zu Dr. Coldwell beschäftigen. Dazu gibt es einige Quellen, denn verschiedene Autoren haben sich schon mit dem Herrn beschäftigt in Analysen und Artikeln. Und es ist nicht ganz überraschend, dass das eben keine Wissenschaftler oder Universitäten sind, sondern zum Beispiel Christoph Grotepass, der Sektenbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen. Der hat eine ganz gute und aussagekräftige Zusammenfassung vorgelegt, die man auch im Internet nachlesen kann. Und ich möchte hier nachfolgend einige Passagen aus dieser Zusammenstellung von Christoph Grotepass zitieren. Der Sektenbeauftragte Grotepass schildert unter anderem einige Fakten zum Lebenslauf von Dr. Coldwell. Dieser wurde 1957 in Deutschland als Bernd Klein
geboren, war zunächst als Motivationstrainer und Autor tätig. 2009 gründete er in den USA die Church of Inner Healing, die ein Jahr später wieder aufgelöst wurde. Immer wieder schildert Caldwell bzw. Bernd Klein, dass er als 12-jähriger Junge seine Mutter von Krebs, Leberzirrhose und Hepatitis C im Endstadium geheilt habe, obwohl die Ärzte lediglich noch 6 Monate Lebenserwartung prognostiziert hätten. Die Zusammenfassung des Sektenbeauftragten enthält unter anderem verschiedene Zitate von Caldwell, unter anderem dieses: Dr. Caldwell, von seinen Fans auch Dr. C. genannt, ist nach Meinung aller maßgeblichen Experten der einzige Mensch mit einer Krebspatientenheilungsrate von 92,3% und auch der einzige Mensch, der mit IBMS ein wirklich ganzheitliches Hilfe- zur Selbsthilfesystem entwickelt hat. Mit IBMS bekommt jeder Mensch individuell seine Anleitung, um als ein wahrer Champion das eigene Leben zu dem Meisterwerk zu machen, das es verdient zu sein. Aus 45 Jahren Erfahrung mit 66.000 von mir persönlich geheilten Patienten möchte ich, dass Sie das hier wissen. Die einzige effektive Methode, mit der sich Menschen selbst heilen und langfristig gesund erhalten können, ist IBMS. Caldwell empfiehlt verschiedene alternative Verfahren, wie zum Beispiel Diäten, Verhaltens- und Vermeidungstipps oder aber auch Honig, Backsoda, Vitamine, Homöopathie und auch die gefährliche ätzende Chlorbleiche MMS. Des Weiteren wirbt Caldwell zur notwendigen Entgiftung für seine eigenen IBMS Champions Line Nahrungsergänzungsmittel, welche nach seinen Vorgaben gefertigt würden. Die bioinformierte Vitalstoffmatrix würde aufgrund der Resonanzfrequenzen vom feinstofflichen Körper erkannt und könne energetische Blockaden lösen, krankmachenden Strahlungen, Funkwellen und verzerrten Erdmagnetfeldern könnte mit den von Caldwell beworbenen Symbioticals Harmonizer Gerätschaften begegnet werden. Sie würden pathogene Informationen auf feinstofflicher Ebene harmonisieren, den negativen Informationsgehalt ändern und reduzierten angeblich auch noch Feinstaub. Caldwell vertritt die Meinung, dass Impfungen immer Mord oder die Beihilfe zum Mord mit einer potenziell tödlichen Waffe seien. Überhaupt seien Ärzte generell potenzielle Mörder. Dementsprechend stellt er auch fest: Kein Arzt, keine Medikamente und keine Behandlung kann sie heilen. Dann führt er weiter aus: Es gibt über 400 natürliche Wege für Krebspatienten, um deren Krebssymptome zu heilen. Warum kennen Sie diese nicht? Weil man Dr. C.'s Infos überall blockt und ihn verleumdet. Kein Mensch hätte die letzten 40 Jahre an Krebs sterben müssen, wenn alle die Informationen von Dr. C. gehabt und genutzt hätten. Ihre Lieben könnten potenziell noch am Leben sein. Sie könnten ohne Schaden von Chemo, Bestrahlung und Operationen glücklich und gesund leben. Sie könnten reich und erfolgreich sein. Aber das wird ja mit aller Gewalt verhindert. Die wollen nicht, dass sie glücklich, erfolgreich, gesund und reich sind. Die brauchen sie krank, zerbrochen, pleite, in Angst und Schmerz lebend, um sie zu kontrollieren und auszunehmen. Caldwell berichtet von ausgeprägter Verfolgung, vor allem durch die Pharmaindustrie. Man trachte ihm nach dem Leben, weil man die Wahrheit unterdrücken und die Profite der Industrie schützen wolle. Er vertritt zudem diverse Verschwörungstheorien, unter anderem schildert er die Theorie der Chemtrails, also dass Flugzeuge gezielt Giftstoffe in die Luft entlassen, um die Gesundheit der Bevölkerung zu schädigen. Oder dass zum Beispiel Helmut Kohl, der ehemalige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, eigentlich Henoch Kohn geheißen hätte und Jude gewesen sei. Im verschwörerischen Bund mit anderen zionistischen Juden. Merkel sei eine Hochverräterin und Kriegstreiberin,
im Gegensatz zu Adolf Hitler. Und wie schon eingangs erwähnt, droht er seinen Kritikern massiv, unter anderem mit diesen schon erwähnten osteuropäischen Schlägertrupps. Ich habe bereits am Anfang angedeutet, dass es in diesem Video nicht nur um Dr. Caldwell, den ursprünglichen Bernd Klein, gehen soll, sondern auch darum, bestimmte generelle Mechanismen zu verdeutlichen. Es gibt da zum Beispiel eine interessante Studie, in der Informationen zu Krebs und Krebsbehandlungen auf sozialen Medien untersucht wurden. Und da zeigte sich, dass die ganz klaren Falschinformationen, zum Teil auch gesundheitsschädlichen, gefährlichen Falschinformationen, einerseits eine größere Reichweite hatten, also mehr verbreitet wurden, geteilt wurden und zu besseren, positiveren Reaktionen führten. Das allein ist ja schon ein ernüchternder Befund, dass das, was stimmt, was wissenschaftlich belegt ist, offensichtlich eine viel geringere oder eine geringere Zugkraft hat als irgendwelche abstrusen Theorien und Fantasien, wenn sie nur entsprechend pointiert und extrem und emotional dargeboten werden, sodass bestimmte Menschen da in ihrem Gefühl, in ihren Bedürfnissen, in ihren tiefen Sehnsüchten abgeholt werden. Das, was ich hier kurz referiert habe und was auch aus der Wissenschaft bekannt ist, zeigt sich im Übrigen auch in den bestimmten Reaktionen von Menschen auf die Aussagen von Caldwell, auf seine Bücher, die dann zum Teil sehr euphorische Kommentare hervorrufen, Menschen, die sich also extrem verstanden fühlen und das System Caldwell, weil es irgendwelchen inneren Bedürfnissen entspricht, dann ganz stark befürworten und propagieren. Hier ein paar Beispiele dazu. Hier stellt jemand fest, wer heilt, hat Recht, womit offensichtlich Caldwell gemeint ist, und das erkläre, warum er von der Pharmaindustrie gehasst werde. Sofern es sich nicht um ein gekauftes Statement handelt, haben wir hier eine Person vor uns, die offensichtlich voll auf die Lügen und Betrügereien von Caldwell hereingefallen ist. Wirklich ernüchternd sind auch die Kommentare zum Buch von Caldwell auf Amazon. Er bringt es da immerhin auf 302 Sternebewertungen, was ziemlich viel ist, und auf einen Schnitt von 4,5 von 5 Sternen. Also auch da sieht man, gibt es nicht Milliarden und Millionen, so wie das suggeriert wird, aber doch eine nicht geringe Anzahl von völlig begeisterten Fans von Caldwell und seinen Publikationen. Da ist unter anderem davon die Rede, dass das Buch einem die Augen öffne und darüber informiere, welche Verbrechen im Gesundheitswesen geschehen und dass es ein absolutes Muss für jeden sei, der sich alternativ über Krebstherapien informieren wolle. Es ist nicht verwunderlich, dass es hier einen fließenden Übergang zu Personen mit einem Hang zu Verschwörungstheorien oder anderen verwirrten Geistern gibt. So findet sich zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal Dr. Leonard Caldwell Europa mit immerhin fast 20.000 Abonnenten eine Diskussion, in der es darum geht, dass man glaubt, die Corona-Impfung sei ein Instrument zur Kriegsführung. Sie habe unter anderem vermutlich das Ziel, alle Frauen zu sterilisieren. Ja, wie kann man im Moment am genialsten Krieg durchführen, wenn man ein bisschen Zeit hat?
indem man unsere Frauen sterilisiert. Und was WHO und Bill und Melinda Gates Foundation gemacht hat in Indien, da sind schon ein paar 10.000 junge Mädchen sterilisiert worden mit Impfungen. Die können das. Kann es sein, dass sie jetzt unsere Frauen sterilisieren wollen? Wer von euch kann sich das vorstellen? Ich stelle ja nur eine Frage. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ganz klar. Nichts anderes. Und Frauen zu sterilisieren ist relativ einfach. Die machen das jetzt mit einer Notzulassung, wo die reproduktiven Fähigkeiten der Frauen nicht getestet wurden. Ja, aber die unterschreiben, haben ja dann unterschrieben, dass sie alle Nebenwirkungen akzeptieren. Aber kann es sein, dass man mit einer Impfung definiert Frauen sterilisieren kann? Und die technologische Antwort ist ja, unzweifelhaft. Ist es möglich, dass das jetzt die Absicht ist? Ganz klar die Absicht, Andreas. Das ist der erste Schritt. Es braucht gar keinen weiteren Schritt. Es reicht. Über die Tests, in Anführungsstrichen, kriegen sie unser Genom und dann entscheiden sie, wer. Nun werden einige von euch vielleicht denken, ja, da gibt es ein paar Menschen, die darauf reinfallen und ansonsten sitzt der Caldwell Bernd Klein irgendwo in den USA und bewirtschaftet seine obskure Webpage. Ich habe ein wenig recherchiert und musste dann zu meinem Erstaunen und Erschrecken feststellen, dass dem nicht so ist. Hier sieht man 3 Berater aus Luzern, die sich ganz und gar Caldwell und seiner Methode verschrieben haben. Dementsprechend ist unter anderem auch eine Zusammenfassung des Buchs von Caldwell auf der Homepage aufgeschaltet. Und da ist dieser sehr bedrückende und wirklich patientengefährdende Satz stark hervorgehoben. Bei Chemotherapie ist die Frage nur, was sie zuerst umbringt, der Krebs oder die Chemotherapie. Selbstverständlich findet sich hier auch wieder die behauptete Krebspatientenheilungsrate von 92,3% oder ein Satz wie: Es gibt keine unheilbare Krankheit, nur unheilbare Menschen. Die Krebsmedikamente, die die Pharmaunternehmen und die Forscher entwickelt hätten, wären wirkungslos. Hingegen wird behauptet, es gibt nur eine einzige Krebspatientenheilung und alles, was Sie darüber wissen müssen, steht in diesem Buch. Es enthält das Wissen aus 45 Jahren praktischer Erfahrung mit Krebspatienten und ist auf dem aktuellsten Stand des Wissens von Dr. Leonard Caldwell, der Stimme für Krebspatienten. Greifen wir uns mal ein paar Zitate von Armin Bützberger, einem sogenannten IBMS-Coach, einem zertifizierten IBMS-Coach heraus und schauen uns das an, was der Mann so von sich gibt. Und da wir ja Götter sind und unseren Weg zu unserem Urtempel wieder gefunden haben, haben wir auch das ganze Werkzeug in uns, und das ist das Phänomenale an der IBMS-Methode. Die ist eigentlich wirklich, Dr. Sie hat die erfunden vor 45 Jahren und wir durften die Schulung bei ihm machen, und ich darf heute auch im Namen meiner Kollegen sagen, Theodor und Sammy, also es ist was fürs Leben und auch eine Investition fürs Leben. Wir können auch telefonisch ein paar Sachen vorbesprechen und nachher werden wir sicher eine Lösung gemeinsam finden, auch für Ihr Problem.
Denn Ihr Problem ist ja eigentlich gar kein Problem. Nur Sie haben sich die Grenzen in Ihrem Leben selber gesetzt. Und die Grenzen dürfen Sie ab heute dann auch wieder selber öffnen. Sie hat mir ihre tödliche Diagnose am Telefon erzählt. Da habe ich gesagt, gut, ich habe jetzt Ihren Fall, ich habe da zugehört, aber ich muss sagen, ich kann Sie einfach super coachen, aber heilen müssen Sie sich selbst. Und ich habe dann gespürt, es hat da eigentlich sehr geeilt und sie wollte innerhalb von einer Woche schon den ersten Termin. Diesen Termin haben wir abgemacht und die Dame... Also du warst auch total spontan und hast es sofort mit reingenommen in deinen Zeitplan, extra umgestellt. Absolut, absolut, wow. Weil ich habe gespürt, da brennt's. Ja. Die Aktivierung der Kräfte in uns, der göttlichen Kräfte, die latent in uns vorhanden sind und die wieder zu wecken, ist im Grunde genommen so einfach, aber es funktioniert. Wir sind göttliche Wesen, aber wir haben es vergessen. Es hat uns keiner gesagt. Manche Menschen hören es sehr gerne, wenn ihnen zum Beispiel gesagt wird, dass alle Menschen göttliche Wesen seien. Und auch das ist ja ein Prinzip solcher Heiler, dass sie Dinge von sich geben, mit denen sich manche Menschen extrem wohlfühlen und die sie wie ein Schwamm aufsaugen. Es ist schon deutlich geworden, dass Bützberger ein strammer IBMS-Jünger ist. Das spiegelt sich auch in seinen schriftlichen Statements wider. Hier eine kleine Auswahl dazu. Es gibt keine Krankheit, keinen Umstand und kein Problem, das durch IBMS nicht zu lösen ist. Und ich als Ihr IBMS Master Coach wurde von Dr. C. persönlich perfekt ausgebildet, um dieses einzigartige System optimal anzuwenden. Es spielt absolut keine Rolle, ob Sie Krebs im Körper, in der Partnerschaft, im Geldbeutel etc. haben, denn es geht immer um die Ursache, die Sie selbst erschaffen haben. Und weiter heißt es vielversprechend: Ich habe schon so viele Klienten gecoacht und habe auch beste Resultate vorzuweisen in allen Lebensbelangen wie Depressionen, Krebs, Burnout, sexuelle Probleme, Partnerschaftsprobleme, Geldsorgen und so weiter. Das ist das uns bereits bestens bekannte All-Inclusive Glückspaket von Dr. Coldwell. Und nach einer solch geballten Ladung von IBMS-Weisheiten möchte ich zum Schluss vorschlagen, dass wir uns nun einmal den Meister himself im Originalton anhören. Und zwar zusammen mit seinem Meisterschüler Bützberger im Radiokanal von Dr. Coldwell, der deutschsprachigen Version, die, wen wird das wundern, natürlich die erfolgreichste Radiosendung im deutschsprachigen Raum auf der ganzen Welt ist. Hier ist die Dr. Coldwell-Meinung. Wir sind weltweit im deutschsprachigen Raum die erfolgreichste Radioshow, Talkradioshow der Welt. Wir haben Zuhörer von 151 Ländern, 34 Millionen Menschen erreichen wir mit jeder Radioshow. Und mit mir ist IBMS Master Coach Armin Bützberger. Wir haben immer wieder Anfragen, in denen die Leute sagen, ja, ist IBMS etwas für mich oder ist es nur für ganz bestimmte Personengruppen? Ist es nur für Todkranke? Wie hast du das jetzt aus deiner Sicht erlebt mit deinen Klienten und in deinem Center? Du glaubst es nicht, also wir haben wirklich alle drei in den letzten paar Wochen einen Riesenerfolg. Und die Anrufe, wir merken es jetzt jeden Tag, kommen neue Anrufe und die Leute fragen nach. Und wir fragen immer, wie habt ihr uns gefunden? Und dann sagen sie, ja, wir haben die Bücher gelesen, alle Bücher vom Coldwell haben wir gelesen. Das geht von Jugendlichen an, von 25 mit, sagen wir, Burnouts,
dann geht es bis die älteste Klientin war 76 mit Darmkrebs. Wow. Und die sind alle jetzt eigentlich fertig und die Resultate phänomenal. Wenn man jetzt bedenkt, dass ihr ja erst seit relativ kurzer Zeit als lizenzierte IBMS-Coaches tätig seid, ist es ganz ungewöhnlich, wie viel Erfolg du hast und mit sehr schweren Fällen. Ich habe dir mehrere Personen geschickt und alles schwere Fälle. Es ist also nicht so, dass es irgendwo eine Kleinigkeit war. Deswegen freue ich mich auch, dass du das so erfolgreich gemacht hast. Und selbst Leute, die den 13, wie soll ich jetzt sagen, die 13 Sitzungen durchlaufen, die machen manchmal parallel dazu dann noch Sauerstoff, die machen noch Lichtmaschine und noch Soundmaschine. Großartig. Also ein richtiges Programm. Das Strahlen in den Augen der Menschen vor Dankbarkeit und Liebe und Freundschaft ist etwas, das man durch nichts anderes ersetzen oder erzielen kann. Und unsere Klienten und Patienten geben uns so viel. Und es ist unglaublich, wenn man jemanden erlebt, der vom Arzt kommt und die Röntgenbilder in der Hand hält und sagt, guck dir das mal an, ich bin komplett gesund, ich bin gerade beim Arzt gewesen, danke, danke, danke. Okay, lieber Dank, Dr. Sie. Also zuerst möchte ich mich im Namen auch von Martha, Theo und ich bedanke mich natürlich auch bei dir für deine super Ausbildung, die wir da durchlaufen konnten. Und uns ist eigentlich mit jedem Tag immer klarer, dass das alles wirklich Hände und Füße hat und das IBMS einfach wirklich, wirklich perfekt ist. Gut, ich denke, es ist deutlich geworden, womit man es hier zu tun hat. Hier werden Elemente verwendet, die man in ähnlicher Form auch bei radikaler politischer Propaganda oder in sehr brachialen Verkaufsschulungen oder Verkäuferstrategien findet oder zum Beispiel auch in ähnlicher Form in Sekten beobachten kann. Den Hilfesuchenden oder den potenziellen Anhängern wird ein System, eine Theorie, eine Weltanschauung dargeboten, die exklusiv ist, die absolut ist, die allem anderen überlegen ist. Und damit wird auch immer ein Gefühl der Exklusivität vermittelt. Also Anhänger und Hilfesuchenden erhalten Eintritt in einen Club, der mehr weiß, der tiefere Wahrheiten hat, und damit unterscheidet man sich eben von den Unwissenden, den Nicht-Erleuchteten, die diese Methode nicht kennen oder nicht beherrschen. This weekend is the birth of the true you. I think it just seems to be going right. Can't express in words just how great it is to be here. Caldwell selbst ist hervorragend mit den gruppenpsychologischen Mechanismen vertraut, mit deren Hilfe man Menschen emotionalisieren, begeistern und auf eine gemeinsame Sache einschwören kann. Es sind die Mechanismen, die auch von Populisten oder Demagogen zu propagandistischen Zwecken genutzt werden, aber auch in der Verkaufspsychologie oder in der Werbung Anwendung finden. Who got up in the Champions Way? I am somebody. See me in paradise and we have fun together. And I need you to stand up for your rights. Vor allem bei seinen Seminaren erkennt man, dass Caldwell, der frühere Motivationscoach, genau weiß, wie er bestimmten Menschen ein euphorisierend wirkendes Gemeinschaftserleben vermitteln kann. Damit kennt er sich aus, das kann er. I've never ever thought before that it's going to be so amazing. The knowledge and exercises that I got from the seminar is going to change my life forever. In 3 days of learning, I'm another person. I became another person. And I can't wait to go home and tell all my friends and family. The man enhances everyone he comes into contact with. And unlike anyone else I've ever met, he leaves you a better person and allows you to be who you really are and to feel good about yourself. I'm excited and thrilled for what lies ahead. Dr. C just brought it out of me. I don't know what else to say. It's a great feeling.
you don't know what you're missing by not being here. Dr. C will definitely make you feel different about yourself. It really matters. It's important that you come and see him because he can really make you realize there's a lot more to be had in this world. I am the answer. I am the key to making my life anything and everything. Die Ursache für das Problem, für eine Krankheit, für irgendein anderes Problem liegt immer in der Person selber. Damit ist sie einerseits der Grund für das Problem, andererseits auch die einzige Lösungsinstanz. Wie immer bei solchen fragwürdigen gesundheitlichen Angeboten ist es so, dass die Anbieter aus formaljuristischen Gründen immer darauf verweisen, dass sie nicht heilen und keine Heilungsversprechen machen. Sie geben nur Hilfestellungen für den Patienten, für den Hilfesuchenden. Mit dieser Hilfestellung kann er sich dann selbst heilen. Die Nullsitzung ist dazu zu erklären, was IBMS ist, dass wir nicht heilen, sondern nur der Mensch sich selbst heilen kann, seine Probleme lösen kann. Genau so sagt man das aus juristischen Gründen. Aber es ist natürlich schlicht eine Lüge. Denn es werden extrem positive Erfolgsaussichten behauptet und die allergrößten Heils- und Heilungsversprechen gemacht. Hören wir doch noch einmal im Originalton, was Dr. Coldwell hier so alles von sich gibt. Mein Name ist Dr. Leonard Coldwell, ich bin weltweit besser bekannt als Dr. C. Meine lieben Freunde, ich möchte Ihnen heute erklären, warum ich der Einzige bin, der legitimiert ist, wirklich über das Thema Krebs und Krebsheilung und Prävention sprechen zu können und zu dürfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mein ganzes Leben lang, 45 Jahre, mit Krebs verbracht, mit Krebspatienten, mit Menschen, die an Krebs erkrankt und dann letztendlich von der Schulmedizin ermordet wurden. Die Schulmedizin hat keine Antwort und die Schulmedizin hat keine Heilung. Ich habe eine. Ich habe basierend auf unabhängigen Studien, insbesondere von Dr. Med Thomas Höhn in Berlin, eine 92,3%ige Krebspatientenheilungsrate. Das ist nachgewiesen. Im Prinzip hat Dr. Höhn sogar gesagt, dass ich eine fast 100%ige Heilungsrate habe mit den Patienten, die vorher nicht medizinisch durch Chemobestrahlung oder Operationen zerstört wurden. Krebs ist eine Krankheit, die darauf basiert, dass der Mensch mentalen und emotionalen Dauerstress erleiden muss oder selbst produziert und dadurch den Krebs selbst produziert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß, wovon ich rede und ich bin der Einzige, der wirklich Resultate produzieren und reproduzieren kann. Niemand sonst. Und wenn Sie Medizin studiert haben, haben Sie sowieso keine Ahnung, wie man Krebspatienten heilen kann. Nicht die geringste. Sie haben nicht mal eine Chance, durch die Schulmedizin von Krebs geheilt zu werden. Wenn Sie sich nicht weiterentwickeln, nicht persönlich reifen, dann zieht das Leben Sie aus dem Verkehr, ganz einfach. Der pH-Wert geht von 0 bis 14 und wenn Sie unter 7 sind, sind Sie acidic, also übersäuert. Und Otto Warburg und Max Planck haben den Nobelpreis dafür bekommen, dass sie bewiesen haben, dass Krebs nur entstehen und existieren und wachsen kann, wenn der Körper sauerstoffarm und säurehaltig ist. Also Sie müssen den pH-Wert auf 7,36 bringen, um gesund zu sein und gesund zu bleiben. Schulmedizin hat keine Lösung, glauben Sie mir, und ich werde das in meinem neuen Buch ganz eindeutig belegen. IBMS, die einzige Krebsheilung, die wirklich funktioniert. Und da wird alles ganz, ganz, ganz deutlich bewiesen. Und im Übrigen, meine Damen, Dehydration oder Austrocknung ist die einzige Ursache für Falten, meine sehr verehrten Damen und Herren, und meine Damen vor allen Dingen. Also Falten entstehen nur, wenn man ausgetrocknet ist. Also 4 Liter Wasser am Tag, einen halben Teelöffel Pinksalz darin.
zu leben hatten oder dass sie eine unheilbare Krankheit hatten von Muskulardystrophie oder MS, Parkinsons, Alzheimer. Also jede Autoimmunerkrankung ist ganz einfach mit IBMS zu beseitigen. Und ich habe eine fast 100%ige Heilungsrate mit Patienten, die keine Vorbehandlung hatten. Und das ist kein verbotenes Heilungsversprechen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind Fakten, die ich nachweisen kann. Ich spreche über Fakten. Ich sage fast 100%, damit Sie nicht sagen können, ich habe ein verbotenes Heilungsversprechen gemacht. Ja, ich weiß das, kenne das alles. Ich zahle 700.000 im Jahr für Anwaltskosten. Und was man versucht hat, mit mir zu machen, 4 Mordversuche, 3-mal ist auf mich geschossen worden, eine Autobombe, die ich durch Zufall überlebt habe, tägliche Morddrohungen und wie gesagt 700.000 Anwaltskosten im Jahr. Meine lieben Freunde, ich bin der Einzige, der Krebspatienten wirklich heilen kann, weil Krebsheilung holistisch ist und den ganzen Körper, den Geist mit einbeziehen muss. Krebs selbst ist eine Erkrankung, die ist Haushalt, spirituell, viele Krebserkrankungen, die durch die Religion, die Religion, wie zum Beispiel die Schulöffnung, durch die katholische Kirche und die Menschen aufopfern, Hier werden in extremer Form die Sehnsüchte, Wünsche und Hoffnungen von Menschen angesprochen. Es werden vollkommen unrealistische Erfolgsaussichten proklamiert und damit Erfolgserwartungen geschürt. Und gerade die Menschen, die besonders unter Druck sind, die vielleicht an einer gefährlichen, lebensbedrohlichen Erkrankung leiden, werden es genauso verstehen, wie es gemeint ist, als die allergrößten Heils- und Heilungsversprechen. Ich will gar nicht ausschließen oder bestreiten, dass es auch Menschen gibt, die von solchen Angeboten profitieren oder zumindest subjektiv den Eindruck haben, das zu tun. Also Seminarteilnehmer, die ein besonders intensives Gruppenerlebnis fühlen oder Patienten und Klienten, die sich in besonderer Weise angenommen und aufgehoben fühlen. Es ist ja auch so, dass solche Anbieter häufig über ein gewisses psychologisches Geschick im Umgang mit Menschen und gute rhetorische Fähigkeiten verfügen. Es kommt hinzu, dass sie neben all den Absurditäten und klaren Falschbehauptungen eine Vielzahl von Allgemeinplätzen verwenden, die für sich alleine genommen richtig sind und die häufig bei vielen Menschen positiv wirken. Also es ist ja überhaupt nichts einzuwenden gegen die Aktivierung von Selbstheilungskräften, ebenso wenig gegen die Suche nach der eigenen inneren Identität, nach dem wahren Ich oder dass es Potenziale gibt, die noch nicht genutzt sind und vieles mehr. Diese Allgemeinplätze sind ähnlich wie gute Horoskope so formuliert, dass sie mehr oder weniger auf viele Menschen zutreffen oder man damit sehr positive Dinge verbinden kann. Es werden bei IBMS in besonderer Weise auch Menschen mit einem Hang zu Verschwörungstheorien angesprochen. Wir haben das schon gesehen, indem solche Verschwörungstheorien vertreten werden. Oder es werden auch Ressentiments stark bewirtschaftet, wenn es zum Beispiel darum geht, die Kritik an der Pharmaindustrie und dem Gesundheitssystem zu einem Kulturkampf heraufzubeschwören. Auch da ist es ja wieder so, man kann das Gesundheitssystem und auch die Pharmaindustrie kritisieren und da gibt es einigen Grund dafür, aber so wie das durch die IBMS-Vertreter formuliert wird, wird es falsch polarisiert und dient natürlich dazu, dass man Menschen hochgradig emotionalisiert und von dem offiziellen Gesundheitssystem entfernt und demgegenüber an die eigene Ideologie stark bindet. Wie schon erwähnt, wird es Menschen geben, die von solchen Angeboten zumindest subjektiv profitieren, die vielleicht sogar eine positive Wende in ihrem Leben daraus ableiten oder zumindest sich sehr gut mit der Erfahrung fühlen, die sie bei einem solchen Angebot gemacht haben. Deswegen wird es vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, naja, dann
man muss ja nicht dahin gehen und vielleicht die Leute, die davon angezogen sind, von solchen Angeboten, für die wird es schon irgendeinen Sinn machen. Ganz so einfach ist es aber nicht, weil es bei solchen Angeboten, und da ist IBMS ein klassischer Vertreter, 3 gravierende Problempunkte gibt. Der erste Problempunkt betrifft die Tatsache, dass IBMS sowie viele vergleichbare Systeme die Verantwortung für die Erkrankung, das Problem und für die Beseitigung des Problems, also meistens die Heilung, ganz allein dem Patienten zuschiebt. Der Patient ist die Ursache für die Erkrankung und er ist gleichzeitig die einzige Lösungsinstanz. Das ist bequem für den Berater, denn kommt es aus welchen Gründen auch immer zu einer günstigen Entwicklung, dann war das die Methode. Kommt es zu einer schlechten Entwicklung, dann war das die Unfähigkeit oder der fehlende Wille des Patienten. Manch einer wird es am Anfang noch gerne hören, ein göttliches Wesen zu sein, sämtliche Lösungs- und Heilungskompetenz in sich zu tragen und dazu noch mit einer Methode in Kontakt zu kommen, die extrem gute Erfolgsaussichten hat. Kommt es zum Beispiel bei einer schweren Erkrankung aber zu einer schlechten Entwicklung, dann kann das zum Boomerang werden. Denn nun ist das Scheitern auch das Scheitern des Patienten. Er hat versagt, er hat es nicht richtig gemacht, er hat nicht den richtigen Willen gezeigt, hat die mangelnde Fähigkeit vielleicht. Und dann wird das, was am Anfang noch so toll war, zu einer zusätzlichen psychischen Belastung. Der zweite Problempunkt betrifft die schon angesprochenen Heils- und Heilungsversprechen. Es werden irgendwelche nicht überprüfbaren Anekdoten berichtet, vor allem aber werden Zahlen und scheinbar belegte Erkenntnisse in den Raum gestellt, die vollkommen haltlos sind und jeder objektiven und wissenschaftlichen Erkenntnis widersprechen. Dadurch werden Hoffnungen geweckt, vor allem bei Menschen, die stark unter Druck sind, die vielleicht an einer lebensbedrohlichen Erkrankung leiden. Und diese und alle anderen Menschen werden an der Nase herumgeführt. Der dritte Problempunkt ergibt sich aus den beiden ersten. Denn es wird Menschen geben, die in einer verzweifelten Lebenssituation sind, vielleicht mit einer schweren lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert, und die werden sich aufgrund der absurden Heilungsversprechen vielleicht in die Hände eines solchen Beraters begeben. Damit ist natürlich immer die Gefahr verbunden, dass wirksame und wissenschaftlich in ihrer Wirksamkeit nachgewiesene Behandlungsmethoden verzögert oder vielleicht gar nicht angewendet werden. Und damit ist selbstverständlich die Gefahr verbunden, dass Menschen schwere gesundheitliche Schäden davontragen. Wenn man sich die praktischen Konsequenzen der 3 dargestellten Problembereiche für Patienten vergegenwärtigt, dann ist es völlig klar, um was es sich bei der sogenannten instinktbasierten Medizin nach Coldwell, also der IBMS-Methode, handelt. Die IBMS-Methode ist nichts anderes als ein betrügerisches, gefährliches, zynisches und skrupellos umgesetztes Geschäftsmodell eines größenwahnsinnigen Hochstaplers.